Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Direkt erstmal auf das Datenpad zugreifen. Derselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Ich glaube, das habe ich schon gelesen, genauso. Das habe ich schon gelesen, tatsächlich. Truck. Ryder, can you believe this place? One space station slightly dented? You should have seen it a year ago. It was more than just dented. Anyway, thanks for bringing me on. Tan can't kick me off the station now, and it's been nice seeing my granddaughter again. Sie haben sie vermisst. You really did miss her while you were gone, huh? I really did. Cash can handle herself just fine, but it's still good to be nearby, just in case. Pathfinder, thanks for helping Raj and Zara find Atkins. He's not getting out of lockup for a while. Cash. Good job on the outpost. Maybe Addison will lighten up. What do you mean? She's been pretty upset about not having an initiative outpost established yet. Understandable, if you ask me. I'm just glad she's got work to focus on now. Die Genophage. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with a genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Rolle der Salarianer. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Chancen auf Heilung. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show a mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Andere Fragen. Das war's vorerst. Nothing more for now. Later. 4%. All right. Divert some power from the lower decks. What about the report Spender wants? Ignore them. He can't complain to number 8 about what he doesn't know. If he bothers you, let me know. I'll drop by for a chat. Gut, 4% klingt nicht nach viel. Aber wenn man bedenkt, dass vorher jedes tausendste kroganische Kind eine Überlebenschance hatte, im Gegensatz zu den 999 anderen, was 0,1% Überlebenschance sind, ist doch schon ein großer Unterschied. Ich glaube, ich habe hier ein Einsatzteam, das bereit ist. Whisky. Nachbesprechung. Aha. Das dauert noch eine Stunde. Einsatzteam schicken. 11%. Na klar, machen wir nicht. Ah, Moment. Natürlich kann ich gerade auch die Boxen aufmachen. Ein paar Credits und Materialbox. Bearbeiteter Balk. Was? Achso. Ich dachte gerade hier auf der Nexus geht's gerade ab. Andockpunkt. Ach, das ist mein Pie-Truck, der glaube ich immer noch. Ja, das ist da hinten. Eine hoffnungsvolle Spur. Ich hatte hier eben gerade auch noch was gesehen gehabt. Ich kann hier auch über die Andromeda Lebensfähigkeiten sehen, wie die Lebensfähigkeit der einzelnen Planeten sind. Von den 5 Planeten, die hier aufgelistet sind, habe ich nur erst gerade, weil das der einzige Planet, auf dem ich zur Zeit irgendwas gemacht habe.
Auf den meisten Wetten können sie einen Außenposten errichten, wenn sie eine Lebensfähigkeit von 40% erreicht haben. Das wird der erste Strich sein. Achso, mein Logbuch. Familiengeheimnis der Rider. Genau. Gehen wir erstmal zu unserem Bruder. Unser Scott Rider. Wusch. Once we gather a few more colonists, we'll take you over next. This is not good. Damned exiles. Ha, was gibt's denn? Oi, Pathfinder. Oi. Today has not been a good day. Why's that? A large shipment of medical supplies intended for Prodromus was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. Ich kümmere mich darum. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Aber bevor ich mit den Dr. Carlyle spreche, schaue ich gerade mal, ob hier noch irgendwas Neues ist. Wahrscheinlich frisch auf der Kryostasis aufgewacht. Kryostasis. It's okay. So, da ist mein Bruder. Harry, what's happening with Scott? Well, we got him out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find him, you might say. I don't follow. Well, he's still in a coma, but he also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. Das sind großartige Neuigkeiten. That's incredible. He's okay? Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. Though in a coma, Scott's mental processes remain intact. So is he okay? You can ask him yourself. A moment while I establish a link with his implant. Proceed. Scott? Can you hear me? Is that you, sis? I don't understand. What's happening? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? Wow, really? How are we talking? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. Guess I'll take your word for it. I can't feel anything, but I still hear you. Is Dad okay? Sind wir ehrlich. Aber es muss vor außen stehen auch witzig klingen, dass ich halt jetzt hier mit jemandem rede und die hören ja nicht, was der Scott sagt. Er ist tot. I'm not sure how to say this, but he's dead, Scott. What? There was an accident. What do you... Accident? How? I mean, Dad... I know. It was all very sudden. Nothing anyone could do. I don't believe it. I'm sure he'd want to be here now. Did we at least find home? Dad kept talking about how amazing it would be. Es ist einiges schief gegangen. There's been some complications. The Golden Worlds didn't exactly deliver. I don't understand. I thought... Scott? This is all wrong. This is a nightmare. Scott, it's okay. I didn't mean to. His pulse rate is increasing rapidly. I don't feel well. That's enough for now. He needs to rest. Scott. Ich gehe mal davon aus, hätten wir jetzt gelogen. Are you
you sure you want to do this, Nilken? I am. It's for the best. What's for the best? I'm putting Nilken here back into stasis. The conviction was overturned, but everyone still treats me like a murderer. Mariette heard the truth. She left me. I just want to go to sleep. And wake up when things have blown over. Feigling. Sure. Run away from your problems. A fitting end. Was soll denn das? Ja, ich hätte ihn anlügen können und dann wäre es ihm höchstwahrscheinlich besser gewesen, aber im Ende, wenn er denn aufwacht, dann hätte er gesehen, dass das doch nicht so toll ist, oder vielleicht vergeht ja dann auch ein bisschen Zeit und dann hätte vielleicht die eine oder andere goldene Welt doch funktioniert, wie EOS jetzt beispielsweise. Aber was mir gerade mal auffällt, in diesem Screen hier sind 5 Welten, also 5 Slots für Welten. Es gibt 7 Habitate, oder ich glaube sogar 9, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube 7. Und das heißt aber schon direkt jetzt, dass nicht alles so rund gehen wird. Nackmore Track, organischer Verrat. Gehen wir mal den Typen suchen. An die Andockbucht. Convicted murderer Nilken Rensis, pardoned after an investigation by the human Pathfinder proved his innocence. This is HNS. Ja, hier auch immer mal ein paar... Moment. Ah, okay, der steht direkt hier vorne. Watch your tone. You saw what happened to the Krogan. But we need this equipment. Well, you're not getting it. Stop making frivolous requests. It's Ach, das not ist Bender. a frivolous request. Properly functioning air filters are at... Frivolous. You'll just have to make do. We can't fix the station breathing bad air. Greif ich gerade mal ein. Your incompetence isn't my problem. Just do your job. What do you want? Das sah unerfreulich aus. Sounds like you're having a rough day. You saw that, huh? Oh, I'm sorry I snapped at you. The way Spender treats me? Everyone, I'm just so angry. I don't understand how he's in any position of authority. Ich habe von ihm gehört. I haven't heard much good about that guy. Whatever you've heard, it's not half as bad as the reality. Just last week, he tried to redirect some of the supplies we need to keep the stasis pods going. Why? I have no idea. But if Kesh hadn't stepped in and threatened to airlock him, it would have been a disaster. He's always like that. Making bad decisions, driving the Krogan away, treating people like scum when no one's watching. Wie kann ich helfen? Maybe there's something I can do. A man like that's bound to have some dirt. I wish Tan and Addison could see it. Things have gotten so bad that Kesh had to literally kick him out of engineering. How literal we talking here? Boot to ass. Oh, it was glorious. We need him gone, but as incompetent as Spender is at his job, he's insanely good at keeping it. Kesh can tell you more. Okay. Convicted murderer Nilken Rensis, pardoned after an investigation by the human Pathfinder proved his innocence. This is HNS. Diesen kleinen Dialog hatten wir auch eben gerade auch in der Drum gehabt. Oh, okay, das sind einige. Trauer um Giangarsen. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Fluss von Giangarsen groß. Die Gründerin und die Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jahre und Teil allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Und Jen wären wir nicht hier, sagte er. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben, bevor wir feiern können. Einheitlicher Lehrplan. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihre Forderung. Sonnenlichtlampenpause. Die Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Arbeiten ins All getrieben.
Ach, Arbeiter ins All getrieben. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen im Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandten in der Milchstraße informiert wurden. Bis mögliche Verwandte in der Milchstraße. Wow. Das kann lange dauern. Krankheit erstaunt Experten. In der Milchstraße. Aus der Milchstraße würde ich eher sagen. Krankheiten erstaunt Experten. Die Behörden warnen vor dem Verzehr von einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Geisel stört Reisen. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geisel, jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reise als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Reisen. Kontaktversuch fortgesetzt. Die Behörden versuchen weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Ah, okay. Das heißt tatsächlich eine Kommunikation zwischen Milchstraße und Andromeda Cluster oder Heleuse Cluster. Prodromus gegründet. Die Initiative hat Geschichte geschrieben. Mit Prodromus wurde ihre erste Außenposten in Heleuse errichtet. Der Errichtung dieses Außenposten auf Eos waren 2 gescheiterte Versuche vorangegangen, die zahlreiche Leben gefordert hatten. Umso überwältigender zeigen sich die Behörden von der Anzahl der Bewerber, die nun darauf hoffen, den Planeten besiedeln zu können. Gewölbe entdeckt. Bei einer Expedition nach Eos in Pytheas System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von der Bedrohung als Behörde, fast das gleiche, als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über diese außerirdischen Bauwerke bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Pelesaria Besail, also Pibi, äußerte sich wie folgt: Was wir in den Gewölben aktiviert haben, hat die Atmosphäre auf Eos drastisch verbessert. Habitat 7, Alec Ryder getötet. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ereignissen-System gelandet war. Berichten zufolge hat seine Tochter als neuer Pathfinder das Kommando über die Tempest übernommen, um die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Tatsächlich habe ich nicht das Kontrolle über die Tempest übernommen von meinem Vater, weil die Tempest war damals noch nicht in Betrieb gewesen. Die habe ich ja erst gekriegt, als ich hier auf der Nexus angekommen bin. Untersuchung des Aufstands. Ja, es kann auch sein, dass halt Alec Ryder ursprünglich ja dafür geplant war, die Tempest zu koordinieren. Untersuchung des Aufstands. Die laufende Untersuchung des berüchtigten Aufstands an Bord der Nexus konzentriert sich auf 2 mutmaßliche Anstifter. Der Lebenserhaltungsspezialist Kalix Korvanis und eine ungenannte Asari-Technikerin. Beide Crewmitglieder sollen entscheidend daran mitgewirkt haben, dass die Nexus nach dem ersten Kontakt mit der Geisel einsatzfähig blieb, bevor sie dann letztendlich die Führung der Nexus verrieten. Korvanis wurde von Nexus-Sicherheitskräften getötet, die Technikerin wurde ins Exil geschickt. Offizielle Stellen vermuten, dass es auf der Nexus nach wie vor Sympathisanten der Meuterer gibt. Wir haben überall Augen, warnt Charon-Tan, Direktor der Initiative, und wir werden nicht blinzeln. Wiederaufbau auf der Nexus. Arbeitsmannschaften der Nexus setzen die gezielte Reparaturen von System und Infrastruktur fort, nachdem die katastrophalen Kollisionen der Station mit der Geisel in Helios eine Notfallwirkung ausgelöst hatte. Sauerstoffversorgung und Filterung haben sich stabilisiert, aber die Einsparverordnungen bleiben bis auf weiteres bestehen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, sagte Jaron Tan, der Direktor der Initiative. Aber wir werden es schaffen, wenn wir zivilisiert bleiben und dem Protokoll folgen. Warnung vor Alien Tech. Im Rahmen der Landung von immer mehr Kolonisten auf dem Planeten raten Vertreter der Initiative dazu, nicht mit den Technologien der Relikte und der Kette zu interagieren. Jeder Zivilist, der auf Alien Tech stößt, sollte sicher Abstand halten und umgehend die Behörden verständigen. Hyperion. Das Problem behoben. Alle Kapseln auf der Hyperion funktionieren jetzt wieder vorgesehen. Nachdem ein Fehler Dutzende von Kolonisten geweckt hatte, die gemäß Zeitplan noch in der Stase hätten verbleiben sollen. Wie berichtet wird, hat der Fehler die Listen des Schiffs gestört. Die aufgeweckten Kolonisten konnten entweder in ihre Kapseln zurückkehren oder eine geeignete Arbeitsstelle auf den Nexus antreten. Viele Informationen. Das ist ein Hin und Her. Werde wahrscheinlich auch... Upsala, nicht das Habitationsdeck. Kommandozentrale. Array of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters.
Ja. is HNS. Hatte ich auch schon gesehen, die Information. Ja, auf der Dings, auf der Zitadelle ist es ja auch so, dass da im unteren Ring die ganze Zeit diese Lichtstrahlen sind, also diese Lichter. Die ganze Zeit Tag ist und das könnte schon ein bisschen problematisch werden für Leute, die doch vielleicht bei Nacht ein bisschen schlafen wollen. Cash. Dell told me you saw her arguing with Spender. Hijack's doing his best to throttle my department. How's he getting away with that? Spender doesn't know the first thing about engineering, but he knows how to play people. More importantly, he still talks to the exiles. I'm sure of it. I just can't prove it without your help. Ich helfe ihn. This needs to be investigated. I'm glad someone thinks so. Talk to Kandros. He likely has security footage, some kind of evidence. But you'll have to convince him to authorize release. Das war's vorerst alles. Nothing more for now. See you later. See ya. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. Another brawl. Ja. Glad to see you finally. I hear you've been busy out there. That's one word for it. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Überwachungsaufnahmen. I was told I should talk to you about the mutiny. I wasn't on the Nexus when it happened. I started reading up on it, but you know how things get around here. Do you know where Spender was during that time? Why Spender? Wait, you think he might have had something to do with the mutiny? Maybe. Just trying to sort things out. You know, the logs I did look through showed a few discrepancies. I meant to dig deeper. If you're investigating, how about I give you access to the security vid archives? Thank you. Anything else? Auf Wiedersehen. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Das würde auf jeden Fall erklären, warum er so dickköpfig ist und halt versucht, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. I'm sorry, Lana. We're just trying to boost our morale. Lana. Maintenance crews, please report to the common. Pathfinder, maybe you can clear this up. How can I help? My friend Jory was on Eos the first go-round, barely survived. Now they want him to go back. They're saying the conditions are improved, that it's safe now, is it? Es ist sicher. You can believe the reports. Eos is becoming a livable and sustainable space. Going back to reclaim it will help heal your scars. See, Jory? It's going to be okay. Thank you, Pathfinder. I'll do that. Wir können jeden gebrauchen, der irgendwie helfen kann. Huh. This file won't play. Sam, can you boost the quality? Processing. Playback initiated. Wait. Is he handing something over to one of the mutineers? Take this. It'll help you hungry. Don't. I am sorry, Pathfinder. This backup file is corrupted. The audio tracks are heavily degraded. Someone may have deleted the original, and this version was restored during a system-wide reset. Das ist verdächtig. Sounds like a cover-up to me. I concur. While I cannot restore any more audio, the location appears to be Kadara. How do you figure? In common parlance, lip reading. I do not recognize the location from any current data. It appears mountainous and populated. We will need to find the planet before I can confirm. I will contact you via my node. Okay. Let's go confront Spender. Dann reden wir noch mit Spender. Muss ich hier runter? Nee, der ist hier oben irgendwo. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Ah, Treppe. Da ist der Sack. The mute writer, is it? William Spender. Apologies if we met before. I meet a lot of people running colonial affairs. Running colonial affairs? I thought you were the assistant director. That's right. Assistant to Addison. So we know who does all the real work. Sie meinen die schmutzige Arbeit? From what I've heard, your hands are pretty dirty. I saw the footage. You were handing something off.
What footage? From Gavorkum? Routine business meeting. Whoever you're talking to clearly has an axe to grind. And frankly, a Pathfinder shouldn't be wasting time on a witch hunt. You'd be wise to let this be. Ja. Forschungsprojekte der Stufe 3 freigeschaltet. Ah, haha, haha. Ich tue gerade nochmal die nächste Quest aktivieren. Da muss ich Heleuse-Aufgaben auf der Nexus. Feuerwehr. Apex helfen, Informationen über Gegner sammeln. Gut. Boah, ich habe eine Menge zusätzliche Aufgaben. Eine Razzia bei den Exzellenten, gefundene Medizinvorräten. Okay, das ist außerhalb des Planetens. Empfänger auf EOS aufstellen, das ist auch nicht auf der Nexus. In Atrium der Hyperion nach Vorräten suchen. Das könnte ich machen. Hier wird ein Trommelkasten scannen. Okay, das nächste Interviews warten. Nach Pordomos zurückkehren. Ah, okay, ja, das ist das mit den Erwecken. Steine klopfen im Dienst der Wissenschaft. Gleichschnelle Kolonisten finden und Brustplatte herstellen. Na, da habe ich doch nicht so viel auf der Nexus zu tun, wie es ausschaut. Abgeschlossene Mission. Auch schon ein paar. Naja, gut. Aber bevor ich die nächste Mission angehe, die Folge ist ja auch schon wieder ein bisschen länger. Auch ein Satz, den ich oft am Ende sage, aber es ist halt so und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.